Schwarz ist so immer so ein bisschen eine Farbe, die beim GT3 nicht sehr beliebt ist. Das Fahrzeug hat ein Riesenproblem. Also der Verkaufspreis ist nie und nimmer realisierbar und auch hier wird der Verkaufspreis deutlich unter dem hier angebotenen Inseratspreis liegen. Faktisch wird das Fahrzeug unverkäuflich sein zu diesem Preis. Auch hier sind wir noch lange nicht bei dem Kurs, der für so ein Fahrzeug wirklich bezahlt wird. Der Markt ist einfach künstlich in die Höhe getrieben. Es ist noch nicht bei allen Teilnehmern angekommen, dass diese Preise nichts mit der Realität zu tun haben. Ja, viele Kunden fragen es uns, wieso fallen die Preise nicht und steigen weiter? Wir wollen heute mal ein bisschen Licht dahinter bringen, wie sich der Markt aktuell verhält. Am Beispiel von mehreren Fahrzeugen. Wir haben hier einmal einen 901 Speedster, der sich hier sehr dazu eignet, eine 901 GT3. In diesem Markt hat sich auch sehr viel getan und anschließend gehen wir noch auf den 992 ein und zeigen auch hier, wo der reelle Markt für diese Fahrzeuge liegt. Denn vieles, was man aktuell an den Börsen sieht, hat nichts mit der Realität zu tun und ich glaube, ihr werdet teilweise schockiert sein, wenn ihr die wirklichen Verkaufspreise dieser Fahrzeuge seht. Uns würde wirklich interessieren, wie auch ihr so einen Verkaufspreis von einem 991 Speedster einschätzt. Schreibt es doch gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, für wie viel wir den hier verkauft haben. Das Fahrzeug ist aus 2019, hat 4.800 Kilometer, wurde mit dem Heritage Design Paket ausgeliefert. Insgesamt waren es 1.948 Speedster, in etwa 700 mit dem Heritage Paket. Ja, erkennt man innen an dem Bicolor in Cognac. Zusätzlich hat er noch das Porsche Exclusive Dekorset. Man sieht es hier vorn. Das ist nicht foliert, sondern tatsächlich lackiert. Und auch die Startnummer, die wiederum foliert ist, wurde über Porsche Exclusive bestellt. Am Ende des Videos werden wir auflösen, für wie viel wir dann tatsächlich verkauft haben, zeigen aber euch auch zuvor nochmal den Markt für diese Fahrzeuge. Und auch beim 901.2 GT3 oder generell 901 GT3 hat sich unglaublich viel getan. Wir haben letztes Jahr an die 20 Fahrzeuge von denen verkauft, alle mit Klappschrottpaket, Vollschalen sitzen und Lift. Das ist so die Ausstattung, die wir auch immer empfehlen. Die Preise haben sich hier wirklich komplett gedreht. Dieses Fahrzeug hier ist ein richtig gutes Exemplar in GT Silver Metallic mit nur 20.000 Kilometern, hat eben die genannten Ausstattungsmerkmale und auch hier ist im Vergleich zum letzten Jahr wirklich eine enorme Preisdifferenz feststellbar. Schreibt doch auch mal hier in die Kommentare, was ihr glaubt, für wie viel wir diesen hier verkauft haben. Aber was sind denn jetzt die Gründe, dass der Markt so kaputt ist 2023? Dazu gibt es aus unserer Sicht 5 Gründe und der erste Grund ist der allgemeine Preisanstieg im Gebrauchtwagenmarkt. Wir haben nun fast 24 Monate durchgehenden Preisanstieg gehabt und haben wirklich die Höhen erlebt, wo die Hersteller nicht lieferfähig waren. Der zweite Punkt ist, die Hersteller können nun wieder liefern. Es gibt keine Verknappung mehr am Markt. Nahezu in allen Segmenten ist der allgemeine Fahrzeugbestand wieder gestiegen. Punkt Nummer 3 ist die Inflation und damit auch zusammenhängend die Zinserhöhungen. Wir haben schon 4 oder 5 EZB-Runden gehabt und der Leitzins liegt jetzt bei über 4%. Das führt natürlich dazu, dass dem Markt Liquidität entzogen wird, weniger Geld in solche Objekte investiert wird. Gleichzeitig auch die Konjunktur sich anders verhält. Wir waren offiziell oder sind offiziell in einer Rezession und das Ganze kommt natürlich auch im Sportwagenmarkt an, obwohl man natürlich ein sehr solventes Klientel anspricht. Der vierte Punkt sind die Preiserhöhungen der Hersteller. Porsche hat zum Jahr 2023 die Listenpreise zwischen 5 und 8% je Modell angehoben. Wir sprechen hier von Fahrzeugen, die im Schnitt bei 150.000 bis 170.000 Euro liegen. Heißt konkret, die Fahrzeuge kosten zwischen 10.000 und 15.000 Euro mehr neu, wie sie noch letztes Jahr gekostet haben. Und auch das treibt die Preise künstlich nach oben, weil die Hersteller haben natürlich erkannt, dass die Kunden die letzten 2 Jahre mehr bezahlt haben. Dieses hohe Preisniveau will jetzt gehalten werden, also wurden die Listenpreise angehoben. Natürlich führt es auch dazu, dass die Preise der Fahrzeuge aus 2021, 2022 relativ stabil sind, aber der reale Markt für diese Fahrzeuge liegt nicht auf dem Niveau, auf dem die Hersteller es jetzt fixieren wollen. Der 5. und letzte, vielleicht sogar wichtigste Punkt ist das Verhalten der Händler. Was machen denn die Händler? Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Man möchte seinen sehr teuren Sportwagen verkaufen und der Händler bietet einem einen Kommissionsverkauf an. Sprich, er kauft das Fahrzeug nicht mit seinem Geld von dir ab, sondern er nimmt es zur Vermittlung auf und vereinbart mit dir einen Preis. Was bedeutet das denn?
Der Verkäufer, also der Endkunde, hat gegenüber dem Händler eine relativ starke Verhandlungsmacht. Die führt dazu, dass er einen sehr hohen Preis gegenüber dem Händler durchsetzt, der im Regelfall nichts mit dem Markt zu tun hat, schon deutlich über dem Marktkurs ist und der Händler auf diesen Preis seine Marge noch draufschlägt. Dadurch wird der Markt eben nach oben getrieben. Wir haben hier eine inflationäre Tendenz durch die Händler, die die Fahrzeuge mit ihrem Geld nicht kaufen. Das ist gerade bei so einem Auto wie dem Speedster hier das größte Übel, weil 90% der Fahrzeuge werden durch die Händler nicht besessen, sondern nur vermittelt. Wir handhaben das Ganze anders. Wir kaufen unsere Fahrzeuge an, in den allermeisten Fällen. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es für uns nicht möglich ist, weil die Marge, die uns der Kunde zusteht, nicht hoch genug ist. Aber wir haben immer das Ziel, das Fahrzeug zu kaufen, und ob ein Fahrzeug 100.000, 200 oder 350.000 kostet, spielt hier keine Rolle. Also wenn ihr wirklich euer Fahrzeug verkaufen möchtet, bietet es uns doch gerne an. Wir hatten heute erst einen lustigen Fall mit dem McLaren 27S. Der Kunde hat vor einem halben Jahr das Fahrzeug uns angeboten. Wir konnten uns leider nicht verständigen auf einen Ankauf. Heute kam das Autohaus, das für ihn das Fahrzeug vermittelt, auf uns zu und wollte uns das Fahrzeug verkaufen. Und so läuft es tatsächlich oftmals, dass nach einem halben Jahr realisiert wird, meine Preisvorstellung ist doch nicht umsetzbar, und dann wird auf den Händler zurückgegangen, der wirklich das Geld in die Hand nimmt. Aber genug Theorie, wie sieht es praktisch aus? Wir gehen jetzt mal auf Mobile, schauen uns den Speedster, den GT3 und einen 992 Carrera S an, arbeiten hier mal die ganzen Punkte raus. Ihr werdet, glaube ich, sehr überrascht sein, wo der Markt tatsächlich steht. Wir starten mit dem 991.2 GT3. Ich habe hier mehrere Fahrzeuge herausgezogen, die wir Mitte, Ende letztes Jahr verkauft haben. Da werde ich euch mal kurz die real bezahlten Preise nennen und gehen in den Markt. So, wir haben hier einen Lava-Orangen 991.2 GT3 mit 28.000 Kilometer. Das Auto war damals aus erster Hand. Klappschraubpaket, Vollschalensitze, Chrono Lift. Man sieht es auch hier an den Außenspiegeln mit den Oberschalen in Carbon. Der hatte die ein oder anderen Exklusivumfänge. Dieses Fahrzeug haben wir für 175.000 Euro verkauft. Gehen wir mal auf den nächsten. Wir haben hier einen indischroten 991.2 GT3 mit rund 10.000 Kilometer Mehrlaufleistung. Das Fahrzeug war aus zweiter Hand, hatte neben den eben genannten Ausstattungsmerkmalen noch die Keramikbremse, erkennbar hier an den gelben Bremssätteln. Und auch dieses Fahrzeug haben wir für knapp 160.000 Euro verkauft. Ein Abstecher noch zum 991.2 GT3 RS, der noch kritischer ist wie der normale GT3. Ihr seht hier einen Lizardgrünen, so wie man sie oftmals auch sieht, mit den Felgen in Neodym Gold. Dieses Fahrzeug hier war aus erster Hand mit 15.000 Kilometer. Hier würde man einen Verkaufspreis von 250.000, 260.000 Euro letztes Jahr erwartet haben, dieses Jahr vielleicht etwas geringer. Die Realität ist aber, dass so ein Fahrzeug vielleicht für 230, 235 maximal verkauft wird. Als nächstes hier ein 991.2 GT3, den wir diese Woche verkauft haben. Das Auto hat 22.000 Kilometer, ist aus dritter Hand. Wir schauen einmal den uns an. GT Silver Metallic, eine sehr beliebte Farbe. Innen die 918 Schalensitze mit Pepita, Glasschraubpaket erkennbar an dem Überrollbügel. Auch hier mit Carbon Oberschalen. Das Fahrzeug hatte Lift. Heckflügel waren Carbonfolie foliert. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Konfiguration. So ein Auto hätte letztes Jahr auf alle Fälle 170.000 Euro plus gebracht. Dieses Jahr war er nur noch bei knapp über 160.000 Euro, also rund 10.000 Euro Rückgang beim 991.2 GT3. Wir gehen einmal hier in den Markt auf Mobile und schauen uns mal die Fahrzeuge an, wie die teilweise noch angeboten werden. So, und hier haben wir mal ein sehr gutes Beispiel. Absolut vergleichbar mit dem Fahrzeug, das ich euch vorher gezeigt habe. Indischrotes Fahrzeug, auch mit PCCB, Vollschalenlift, Klappschraubpaket. Also eigentlich genau wie unser Fahrzeug hier, hat allerdings 10.000 Kilometer weniger und wird für 175.000 Euro angeboten. Also der Verkaufspreis ist nie und nimmer realisierbar. Ich denke, dass der realistisch vielleicht zwischen 160 und 165 noch bringen kann. Das wollen wir euch genau zeigen, dass die Marktpreise aktuell wenig mit den reellen Preisen zu tun haben. Und da müsst ihr als Käufer einfach unglaublich vorsichtig sein und hier nicht ein überteuertes Fahrzeug kaufen. So, und hier haben wir auch nochmal einen schwarzen 991.2 GT3 Klappsport, hat die 918 Sitze und Lift, ist noch einer, wie hier geschrieben wird, ohne OPF. Schwarz ist so immer so ein bisschen eine Farbe, die beim GT3 nicht
nicht sehr beliebt ist. Ich gehe davon aus, dass dieses Fahrzeug hier einen Verkaufspreis von rund 160.000 Euro am Ende haben wird. Werfen wir mal noch einen Blick auf die RS-Modelle. Als allererstes 70 Fahrzeuge im Angebot. Ja, wenn wir letztes Jahr geschaut haben, waren es zwischen 15 und 30 Fahrzeugen. Auch da sieht man nochmal, dass entweder mehr Fahrzeuge hinzugekommen sind oder weniger abverkauft werden. Ich glaube eher, es ist das Zweitere. So, und hier gehen wir einmal auf den GT3 RS. Wir haben hier ein Fahrzeug ohne Weissachpaket mit 20.000 Kilometern für 235.000 Euro. Wir haben genau das gleiche Fahrzeug, war natürlich anders, aber gleiche Konfiguration, gleiche Kilometer. Letztes Jahr verkauft für 225.000 Euro. Und auch hier behaupte ich, wird der Verkaufspreis deutlich unter dem hier angebotenen Inseratspreis liegen. Wir haben kürzlich einen mit Weissach, mit einer ähnlichen Laufleistung bewertet und eventuell bekommen wir das Fahrzeug, den werden wir zum selben Kurs wie den hier anbieten. Da haben wir nochmal einen ohne Weissachpaket für 242.000 Euro und dieses Auto ist hier sicherlich der Transaktionspreis 20.000 Euro plus geringer wie der Aufrufpreis hier in der Börse. Das kann daraus resultieren, dass der Händler dieses Fahrzeug eben vom Privatverkäufer in Kommission genommen hat. Der Privatverkäufer hat ihm einen Preis von 230.000 Euro genannt und damit der Händler nicht ganz leer ausgeht, schlägt er hier noch seine Provision drauf und dann liegt es hier bei 242.000 Euro. Faktisch wird das Fahrzeug unverkäuflich sein zu diesem Preis. Und jetzt kommen wir einmal nochmal zum 991 Speedster. Zuerst hier auf unser Fahrzeug. Unser Fahrzeug ist aus 2019 aus erster deutscher Hand mit 4.700 Kilometern und eben Heritage Design Paket des Porsche Exclusive Decor Set, erkennbar vorn an der weißen Frontstoßstange Motorhaube plus eben die individuelle Startnummer, die auch über das Exclusive Programm bestellt wurde. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wo der Markt steht. Wir haben unser Fahrzeug wirklich radikal reduziert und ich glaube, das ist nicht ganz unbemerkt am Markt geblieben und sicherlich sind da die Preise auch ein bisschen nach unten gewandert. Der reelle Transaktionspreis, den werde ich euch gleich sagen, nachdem wir auf Mobile bei uns die vergleichbaren Fahrzeuge angeschaut haben. Unvorstellbar, fast 35 Fahrzeuge. Als wir unseren noch vor, ich glaube, 5 Wochen online genommen haben, waren es noch unter 20 Fahrzeuge. Jetzt auf einen Schlag hier hat sich die Menge fast verdoppelt. Also da hat man einfach wieder gesehen, dass es richtig war, das Fahrzeug zum Marktkurs anzubieten und hier nicht in einer Menge von 35 Fahrzeugen zu stehen. Hier ist die Preiskorrektur jetzt wirklich absehbar. Also, wir schauen uns jetzt mal zunächst Fahrzeuge mit Heritage-Paket an. Die werden ein bisschen höher gehandelt wie die normalen. Hier ist das erste Fahrzeug. Heritage-Paket mit der individuellen Startnummer, hat 59 Kilometer. Ist jetzt mit 359.000 Euro tatsächlich ganz gut bepreist. Das Fahrzeug hat allerdings ein Riesenproblem und das sind die 59 Kilometer. In der EU gelten Fahrzeuge unter 6.000 Kilometer, egal wie alt sie sind, als Neuwagen. Das hat zur Folge, dass wenn ein Käufer aus dem EU-Ausland dieses Fahrzeug erwirbt, er es mit der landesüblichen Umsatzsteuer voll versteuern muss. So ein Fahrzeug wird oftmals in Frankreich gekauft. Die haben eine Umsatzsteuer von, glaube ich, 21%. Und bei 360.000 Euro, ja, kann man sich das mal ausrechnen, wo das Fahrzeug voll versteuert liegt. Da kommen wir an 400.000 Euro. Deshalb wird der hier nur innerhalb Deutschlands verkaufbar sein, was natürlich den Markt sehr schmälert. Und auch hier in Deutschland aktuell nicht die besten Preise bezahlt werden. Wir kommen hier zu einem absolut vergleichbaren Fahrzeug wie unserem mit rund 8.000 Kilometer und der ist jetzt für 359 bepreist. Ich weiß noch, als wir unseren online genommen haben, war der mit 379 oder sogar 389.000 Euro drin und ist jetzt zwischen 20.000 und 30.000 Euro reduziert worden. Aber auch hier sind wir noch lange nicht bei dem Kurs, der für so ein Fahrzeug wirklich bezahlt wird. Aber hier mal das erste absolut vergleichbare Fahrzeug. Gehen wir weiter, 369.000 Euro oder hier ein mit 5.000 für 375. Also 360 bis 380.000 Euro sind die Aufrufpreise. Und jetzt lösen wir mal auf, wie viel unser verkauft wurde. Unser Fahrzeug haben wir für unter 340.000 Euro verkauft. An was liegt es? Beim Speedster, insbesondere aufgrund der hohen Preise, sind 9 von 10 Fahrzeugen bei einem Händler zur Kommission. Die Fahrzeuge sind nicht gekauft, der Kunde äußert seine Wunschvorstellung, der Händler schlägt seine Marge drauf, ja, die Fahrzeuge werden nicht verkauft. Plötzlich haben wir ein unheimlich breites Angebot, 30 Fahrzeuge. Dazu kommt dann noch, es gab nicht viel Konfigurationsmöglichkeiten. Ja, es sind hier 5
Heritage Speedster drin. Jeder Anbieter steht hier in unmittelbarer Konkurrenz. Die Fahrzeuge werden nur über den Preis verkaufbar sein. Und dass so ein Fahrzeug jetzt noch verkauft wird bei 30 Angeboten, muss der ja unter 340.000 Euro schon angeboten werden, damit sich hier irgendwas tun wird. Also ihr seht einfach, dass man aktuell sehr vorsichtig sein muss und die Diskrepanz zwischen Aufrufpreisen auf der Börse und Verkaufspreisen mitunter sehr hoch ausfallen kann. Nicht nur 10%, wir haben auch beim Speedster gesehen, da kann es durchaus 20% betragen. Und je teurer und jünger ein Fahrzeug ist, umso mehr kann es davon auch betroffen sein. Ein weiteres gutes Beispiel ist der 992. Ich gehe jetzt einmal auf den Carrera S ein. Wir hatten gestern einen Kunden hier, der einen Carrera S aus 2019, also erstes Modelljahr, in Zahlung geben wollte. Das Fahrzeug hatte damals einen Neupreis von 139.000 Euro und hatte jetzt eben, Stand 2023, 30.000 Kilometer. Dieses Fahrzeug hat 2022 neu schon knapp 160.000 Euro gekostet. Gestern haben wir so ein Fahrzeug mit Listenpreis 2023 gekauft und der hatte jetzt schon 175.000 Euro Neupreis. Ja? Also innerhalb des Modellzyklus eine Anhebung um fast 40.000 Euro. Das muss man sich mal überlegen. Klar, glauben dann viele Inhaber eines solchen Fahrzeugs, dass ihrer jetzt nach 4 Jahren noch den Neupreis bringt, weil sie eben in den Börsen sehen, dass andere Händler das anbieten. Der Hersteller macht es durch die Preisanhebung natürlich vor, aber der Markt ist einfach künstlich in die Höhe getrieben worden und es ist noch nicht bei allen Teilnehmern angekommen, dass diese Preise nichts mit der Realität zu tun haben. Was macht dann der Händler, wenn er so ein Fahrzeug angeboten bekommt? Er wird dem Kunde sagen, ich kann es nicht in Zahlung nehmen, aber bring es doch zu mir, stell es ab, ich verkaufe es für dich. Ja? Und was wird er tun? Er wird die 140.000 Euro vom Kunden akzeptieren, wird 10.000 Euro Kommission draufschlagen oder wie auch immer seine Kalkulation ausschauen mag. Plötzlich steht das Auto für 150.000 Euro am Markt und eventuell kommt morgen ein uninformierter Kunde rein, kauft dieses Fahrzeug und hat hoffnungslos zu viel bezahlt. In 2 Jahren, wenn er sich ein neues Fahrzeug kauft, wird er einen enormen Wertverlust einfahren. Das ist einfach eine Situation, die alle Teilnehmer, Käufer, Verkäufer und auch Händler im Markt aktuell schadet. Der private Verkäufer möchte seinen Gewinn maximieren, stellt ihn deshalb zum Händler in Kommission, bekommt ihn wahrscheinlich nicht verkauft oder nur nach einer sehr langen Zeit. Der Händler, der ohnehin einen zu hohen Kurs akzeptiert, hat nur minimalen Aufschlag mit Marge einzubringen, verliert auch deshalb einiges an Gewinn. Also ihr seht, es gibt da wenige Gewinner im Markt, bis vielleicht auf die Fahrzeughersteller, die eben durch die rigorosen Preiserhöhungen hier für sich ein neues Preisniveau geschaffen haben. Uns ist es an der Stelle einfach auch nochmal wichtig zu betonen, dass wir unsere Kunden vor sowas auch möglichst schützen. Wir kaufen unsere Fahrzeuge, nehmen unser Geld in die Hand, überlegen uns diese ganzen Szenarien. Wie könnte der Markt sich entwickeln? Wie muss dieses Fahrzeug realistisch eingepreist werden, damit es auch verkauft werden kann und gewährleisten eben durch die eigene Haftung mit unserem Kapital auch dem Kunden gegenüber, dass er ein Fahrzeug zum adäquaten Marktpreis auch erwirbt. Deshalb auch die ganz klare Empfehlung, wenn ihr euch einen teuren Sportwagen kauft, dann kauft ihn bei einem Händler, dem das Fahrzeug gehört, der sein Geld dafür bezahlt hat, der euch auch die Gewährleistung gibt, weil diese Kommissionsverkäufe sind im Regelfall auch unter Ausschluss der Gewährleistung, und lasst euch hier nicht auf einen Deal ein, bei dem ihr zu viel bezahlt und noch keine Ansprüche gegen den Händler habt, sondern geht wirklich zu ehrlichen, fairen Händlern, die das Geschäft so machen, wie es betrieben werden sollte. Kleiner Spoiler an der Stelle, wir haben uns viele Gedanken gemacht, weil wir auch gesehen haben, dass der Markt sich ein Stück weit nach unten korrigiert, wie wir hier verfahren, welche Fahrzeuge wir kaufen. Wir haben hier 2 super Fahrzeuge aus Maranello gekauft. Wir glauben, das sind 2 richtige Highlights aktuell im Markt, die trotz dieser ganzen Bedingungen extrem viel Potenzial für die Zukunft haben werden. Nächste Woche kommt dann unser Video. Ich hoffe, dass Sie nächste Woche da sind. Wenn nicht übernächste Woche, kommt dann unser Video zu diesen beiden Fahrzeugen. Das sind wirklich 2 der Fahrzeuge, die alle Kriterien entsprechen, um auch in einem sehr volatilen Umfeld sogar Rendite erwirtschaften zu können als Käufer. Und ich denke, da dürft ihr sehr gespannt sein, denn diese Fahrzeuge parallel im Bestand zu haben, ist wirklich eine Seltenheit, und wir haben da echt unheimlich lange danach gesucht, haben die Welt bereist, um die hier nach Oberndorf am Neckar zu holen, und sind da wirklich stolz, die dann euch in dem nächsten Video anbieten zu können oder vorstellen zu können. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Wenn ihr euer Fahrzeug verkaufen möchtet oder eins kaufen möchtet, gebt uns Bescheid. Wir sind hier, wie gesagt, sehr oldschool unterwegs und kaufen auch sehr teure Fahrzeuge wirklich an. Ich freue mich über eure Angebote. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.